Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie gern einladen zu einem analogen Fotospaziergang. Unsere heutige Kamera ist eine Bylora Luxus Boy Kamera, gebaut in 1953 oder 54 und hat das Format 6x6 auf Rollfilm. Aber was ist eigentlich Bylora? Zwei Freunde, der Wilhelm Kürbi und Karl Nigelow, haben im Jahr 1909 eine Firma gegründet und sie haben Notenständer, Postkartenständer und Hutablageständer produziert. Etwa 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, wurde die Firma auf Bylora umbenannt. Und der Name Bylora steht sich aus zwei Buchstaben von dem Namen Wilhelm Kürbi, wieder zwei Buchstaben von Karl Nigelow. Und nachdem die Fabrik in der Ortschaft Vormwald stand, haben auch dort zwei Buchstaben genommen und so stand, wie die Firma heißt, Bylora. 1935 wurden die ersten Boxkameras gebaut, die Bylora Boxkamera. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde dann die Produktion von Fotoapparaten eingestellt und wurde kriegswichtiges Material gebaut. Das waren Antennen, das waren Minenzünder und diverse Antennen für das Kriegsgeschehen. Die Kameraproduktion wurde erst wieder 1946 aufgenommen, aber ausschließlich nur mit Boxkameras. Etwa 10 Jahre später konnte man die 1 Millionste Boxkamera fertigstellen. Die Bylora Boy, was man hier sehen, gab in mehrere Varianten, sprich Format. Es gab eine Format 4,5 cm x 6 oder 6 x 6, aber ausschließlich alles aus Formmaterial, das heißt Bakelit. Und hier haben wir die Bylora Luxus Boy Kamera für das Format 6x6 auf 120er Rollfilmmaterial. Diese Kamera hat eine einfache Meniskusoptik. Die einzige Bedienung, die man für diese Kamera braucht, ist Film transportieren und Auslöser betätigen, und das ist alles. Alle Bylora Boy Kameras haben natürlich auch eine Blitzschule für ein Blitzgerät, und noch zu erwähnen ist, die Filmbahn ist gekrümmt. So versucht man, die Vignettierung abzuschalten oder zu ausgleichen durch diese gewölbte Rückwand. Die hier gezeigte Kamera hat eine Blitzschule für ein Blitzgerät, und das Blitzgerät ist ein Bylora Luxa Pan Blitzgerät mit Batteriebetrieb. Die Firma Bylora hat relativ lange die Probleme, die deutsche Fotoindustrie hatte, deshalb, was sie hatte im Auftrag von Agfa, Zeiss-Ikon und Yashica produziert. Die Geräte sind zwar aus Bakelit, ein sprödes Material, aber relativ haltbar, wenn man damit umgehen kann. Über die Firma Bylora gibt auch etwas Kurioses zu vermelden. Bylora hat entwickelt den Schutzschieber für Optik. Normalerweise in der Fachsprache heißt Schiebegehäuse.
Und dieses Schiebegehäuse ist eine Entwicklung und Erfindung von der Firma Billora, genau gesagt von Herrn Wilhelm Kirby. Diese Schiebegehäuse fand Anwendung bei den Billora-Kameras, bei Yashica Mini-Kamera, aber der Welterfolg hat gebracht die Miu von Olympus. Jeder dürfte diesen Schiebegehäuse bedienen, weil die Firma Billora hat vergessen auf die Patentanmeldung. Und deshalb waren natürlich frei zur Verwendung. Die Billora-Kameras waren beliebt, aber noch beliebter waren die heute noch produzierte Billora-Stative, und davon gibt es genug Modelle, die heute noch seit Jahrzehnten bekannt sind. Perfekt, Stabilo, Rotax, Billoret oder Monaco. Das sind Stative für Profis und Amateure. Das war etwas über die relativ unbekannte Firma Billora. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.